Willkommen auf unserer aufregenden Entdeckungsreise. Haben Sie jemals die Bimini Road betrachtet? Sand auf der einen Seite, Sand auf der anderen. Und sich gefragt, wie ein solch perfekter Weg existieren kann. Die Natur hat eine Art Wunder zu erschaffen, die fast zu präzise, zu geheimnisvoll erscheinen, um real zu sein. Im heutigen Video begeben wir uns auf eine Reise zu einigen der faszinierendsten geologischen Formationen unseres Planeten. Von den fließenden Wellen des Antelope Canyon bis hin zu hoch aufragenden Steinsäulen, die jeder Logik trotzen. Wir lüften die Geheimnisse hinter diesen atemberaubenden Orten. Lasst uns eintauchen. Antelope Canyon, Arizona. Ein Meisterwerk der Natur. Der Antelope Canyon ist nicht nur ein geologisches Wunder, sondern auch ein Meisterwerk der Natur, das über Millionen von Jahren geformt wurde. Stellen Sie sich hoch aufragende Wellen aus Sandstein vor, die nicht von Menschenhand, sondern von den unerbittlichen Kräften von Wind und Wasser geformt wurden. Während der Monsunzeit strömen Sturzfluten durch die engen Korridore und tragen Sand mit sich, der das Gestein glättet und in atemberaubende, fließende Kurven schneidet. Das Ergebnis ist eine faszinierende, fast traumhafte Landschaft, die direkt aus einer anderen Welt zu stammen scheint. Ein Spaziergang durch den Antelope Canyon ist wie der Eintritt in eine lebende Zeitkapsel, jede Biegung und Kurve erzählt eine Geschichte von der rohen Kraft und der künstlerischen Note der Natur. Die Canyonwände erzählen von uralten Landschaften, die über Äonen hinweg zu den atemberaubenden Formationen geformt wurden, die wir heute sehen. Abgesehen von den geologischen Wundern hat diese heilige Stätte eine tiefe kulturelle Bedeutung für das Volk der Navajo, die seiner Schönheit noch weitere historische Aspekte und Bedeutungen hinzufügt. Für Fotografen, Geschichtsinteressierte und Abenteuerlustige ist der Antelope Canyon ein absolutes Muss. Ob sie nun die goldenen Lichtstrahlen einfangen oder einfach nur die surreale Landschaft genießen. Eines ist sicher, dieses Naturwunder wird sie sprachlos machen. Packen Sie also Ihre Kamera ein. Stellen Sie sich Ihrer Neugier und lassen Sie sich überraschen. Der Giant's Causeway, Norderland. Ein geologisches Rätsel. Der Giant's Causeway in Nordirland ist mehr als nur ein geologisches Wunderwerk. Er ist ein Ort voller Geheimnisse, Legenden und jahrhundertelanger Faszination. Stellen Sie sich vor, Sie stolpern über eine Landschaft, in der sich Tausende von sechseckigen Basaltsäulen wie eine uralte Straße aus der Erde erheben, die scheinbar von Giganten erbaut wurde. Das ist genau das Wunder, das einen anglikanischen Bischof namens William King im Jahr 1692 in seinen Bann zog, als er diesen surrealen Anblick erstmals dokumentierte. Obwohl die Einheimischen schon lange von der besonderen Schönheit des Dammes wussten, wurde die Welt erst durch Kings Entdeckung wirklich aufmerksam. Ein Jahr später veröffentlichte Sir Richard Bulkeley vom Trinity College einen Bericht über den Damm, obwohl er ihn selbst nie betreten hatte, und schürte damit die wissenschaftliche Neugierde auf den Ort. Im Jahr 1739 verewigte die Dubliner Künstlerin Susanna Drury den Giant's Causeway in einem atemberaubend detaillierten Gemälde, und ihre Stiche verbreiteten sich bald in ganz Europa und weckten die Neugierde der Menschen. Im 19. Jahrhundert war die Stätte zu einer internationalen Sensation geworden, die Abenteurer, Wissenschaftler und Künstler gleichermaßen anlockte. Während Mythen von Riesen sprachen, die den Weg errichteten, entdeckten Geologen wie Nicolas Desmarest schließlich seine wahren Ursprünge, die durch uralte vulkanische Aktivität entstanden sind. Aber auch nachdem die Legenden beiseite geräumt waren, hat die Magie des Ortes nie nachgelassen. Auch heute noch ist der Giant's Causeway eines der atemberaubendsten Naturwunder der Welt. Ein Ort, an dem Geschichte, Wissenschaft und Folklore aufeinandertreffen. Der Giant's Causeway wird seit den 1960er Jahren vom National Trust verwaltet und versetzt jeden Besucher, der seine legendären Steine betritt, in Staunen. Bimini Road, Bahamas. Das Unterwassergeheimnis. Bei einem scheinbar gewöhnlichen Tauchgang vor der Insel North Bimini auf den Bahamas im Jahr 1968 entdeckten der Meeresbiologe Manson Valentine und sein Team etwas Außergewöhnliches entdeckt. In nur 18 Fuß Wassertiefe stießen sie auf eine Reihe massiver Steine, die in einer perfekt geraden Linie angeordnet waren und die Illusion einer untergetauchten Straße oder Mauer erweckten. Diese Formation, die heute als Bimini Road bekannt ist, erstreckt sich über fast eine halbe Meile und besteht aus großen Kalksteinblöcken,
die in rechteckigen oder polygonalen Formen angeordnet sind. Valentine war von dieser Entdeckung so fasziniert, dass er sie in verschiedenen Publikationen dokumentierte. Im Laufe der Jahre wurde spekuliert, dass es sich bei den Steinen um Überreste der verlorenen Stadt Atlantis handelt. Der Geologe Eugene Shin schlug jedoch eine fundiertere Erklärung vor. Die Bimini Road sei einfach das Ergebnis natürlicher Felsformationen am Strand, die im Laufe der Zeit durch Erosion entstanden seien. Die Theorie von Atlantis mag zwar widerlegt sein, aber die Bimini Road ist nach wie vor eine der faszinierendsten Unterwasserformationen und weckt die Neugier auf die Geheimnisse, die sich unter der Meeresoberfläche verbergen. Steinwald, Shilan, China, ein Wald aus Stein. Der Steinwald, oder Shilan in China, ist eine beeindruckende Landschaft mit hoch aufragenden Kalksteinformationen, die seit über 270 Millionen Jahren bestehen. Diese natürlichen Steinsäulen sind nicht nur geologische Formationen, sondern haben auch eine tiefe kulturelle Bedeutung für das Volk der Sani, einer ethnischen Gruppe der I. Lokale Legenden, darunter die Geschichte von Ashima, einem in Stein verwandelten Mädchen, sind in die Landschaft selbst eingewoben und verbinden die Gemeinschaft mit den Steinen. Die Geschichte von Ashima, die infolge einer tragischen Liebesgeschichte in Stein verwandelt worden sein soll, verleiht dem Wald eine jenseitige Mystik, und die Einheimischen sehen die Steine als Wächter ihrer Kultur und ihres Erbes. Die faszinierenden Formationen von Shilin erregten bereits im 14. Jahrhundert, während der Ming-Dynastie, Aufmerksamkeit. Als Entdecker und Reisende begannen, die beeindruckende Schönheit der Landschaft zu dokumentieren. Die Einheimischen wussten schon seit Generationen um die Einzigartigkeit des Steinwaldes, und er wurde zu einem Ort des kulturellen Stolzes. Im Laufe der Zeit weckte der Wald mit seinem unwirklichen Erscheinungsbild das Interesse von Außenstehenden und beflügelte die Fantasie von Forschern und Geologen im 19. und 20. Die dramatischen und oft surrealen Formen der Formationen, die wie Türme aus der Erde ragen, haben zu Vergleichen mit riesigen steinernen Städten und Tempeln inspiriert, so als sei der Wald ein vergessenes Land der Riesen oder Götter. Erst in den 1930er Jahren begannen chinesische Geologen, die Region gründlich zu erforschen und die Geheimnisse hinter der Entstehung des Steinwaldes zu lüften. Sie entdeckten, dass die einzigartigen Formen das Ergebnis von Millionen von Jahren der Erosion und Verwitterung sind, in denen Wasser und Wind den weichen Kalkstein langsam in die Türme und Säulen geformt haben, die heute die Landschaft prägen. Die Karsttopographie des Gebiets, die auch in anderen Teilen Chinas zu finden ist, wurde durch die Auflösung von löslichem Gestein wie Kalkstein geformt, was zu dramatischen Gipfeln und Tälern führte. Im Laufe der Zeit hat dieser Prozess die hoch aufragenden Formationen geschaffen, die sich über die Landschaft erstrecken und Shilin zu einem der bemerkenswertesten geologischen Orte der Welt machen. Im Jahr 2007 wurde das Gebiet von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt und rückte damit wegen seiner atemberaubenden Schönheit und wissenschaftlichen Bedeutung ins Rampenlicht der Weltöffentlichkeit. Durch die Anerkennung wurde die Aufmerksamkeit auf die natürliche und kulturelle Bedeutung der Stätte gelenkt, und Touristen strömten in Scharen herbei, um die ikonischen Formationen aus erster Hand zu sehen. Neben der atemberaubenden Landschaft ist Shilin auch ein wichtiges Forschungsgebiet für Geologie und Anthropologie. Es ist nach wie vor ein lebendiger Ort mit neuen archäologischen Funden, die die reiche Geschichte der Region offenbaren. WZ-B, alte Werkzeuge und Artefakte, die zeigen, wie frühe menschliche Gemeinschaften lebten und mit dem Land interagierten. Heute ist Shilin nicht nur ein geologisches Wunder, sondern auch ein kultureller Schatz, in dem uralte Geschichten und Naturgeschichte nebeneinander bestehen. Die tiefe Verbundenheit der Sani mit ihrem Land zeigt sich in den Festen, Ritualen und Bräuchen, mit denen sie ihr Erbe feiern. Neben seiner natürlichen und kulturellen Bedeutung ist Shilin auch ein Ort der spirituellen Reflexion für die Besucher. Die hoch aufragenden Steinsäulen erwecken ein Gefühl der Ehrfurcht und Ehrerbietung und erinnern die Besucher an die immense Kraft der Natur und die dauerhafte Verbindung zwischen den Menschen und der Landschaft, die sie bewohnen. Die Erhaltung von Shilin ist von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass dieser bemerkenswerte Ort auch künftige Generationen inspirieren wird. Die Feenkamine von Kappadokien, ein Land der magischen Formationen.
Die Feenkamine in Kappadokien, Türkei, sind keine gewöhnlichen Felsformationen. Diese hoch aufragenden, kegelförmigen Gebilde sehen aus, als gehörten sie in ein Märchen, nicht in das Herz der Zentraltürkei. Seit Jahrhunderten haben die Einheimischen in diesen Naturwundern gelebt und Häuser, Kirchen und sogar ganze Gemeinden in das weiche Vulkangestein gemeißelt. Die Region selbst ist eine der visuell einzigartigsten Landschaften der Erde, geformt durch eine Kombination aus vulkanischer Aktivität und Winderosion über Millionen von Jahren. Das Ergebnis ist eine surreale, fast mondähnliche Landschaft, die Besucher und Forscher gleichermaßen in Erstaunen versetzt. Die Geschichte dieser bemerkenswerten Formationen nahm in den frühen 1900er Jahren eine Wendung, als europäische Entdecker und Geologen auf sie aufmerksam wurden. Einer der ersten, der die geologischen Wunder von Kappadokien dokumentierte, war der französische Geologe Pierre Termier. In den 1910er Jahren bewunderte er, wie die Natur diese kegelförmigen Türme durch einen Prozess namens differenzielle Erosion geschaffen hatte, bei dem der weichere Tuffstein schneller erodierte und die ikonischen Felsenspitzen hinterließ. Auch die ungewöhnliche Form der Feenkamine zieht die Aufmerksamkeit auf sich, denn ihr manchmal skurriles, pilzartiges Aussehen hat der Region den Ruf eingebracht, direkt aus einem fantastischen Märchenbuch zu stammen. In den 1960er Jahren untersuchte der türkische Geologe Dr. Ihsan Keeton erforschte die vulkanischen Ursprünge Kappadokiens weiter. Seine Forschungen ergaben, dass die Feenkamine größtenteils aus Ignimbrит bestehen, vulkanischen Ablagerungen, die nach Ausbrüchen vor Millionen von Jahren über die Region verteilt wurden. Diese vulkanische Aktivität in Verbindung mit den rauen Winden und Regenfällen der Region hat die hoch aufragenden Strukturen in ihre heutige Form gebracht. Dr. Keetons Arbeit trug dazu bei, die weltweite Aufmerksamkeit auf die geologische Geschichte der Region zu lenken, und in den 1980er Jahren war Kappadokien als eines der faszinierendsten Naturwunder der Welt bekannt. In den 1980er Jahren wurde die Geschichte vertieft, als der Archäologe Dr. Mehmet Özdoğan und sein Team die Höhlenwohnungen und Kirchen in diesen Formationen erforschten. Ihre Entdeckungen förderten Artefakte zutage und deckten eine reiche Geschichte frühchristlicher Gemeinschaften auf, die die Höhlen einst als Heiligtümer nutzten. Das Gebiet ist seit Tausenden von Jahren ununterbrochen bewohnt. Und es gibt Hinweise auf alte Zivilisationen wie die Hethiter und die frühen Christen, die kunstvolle Fresken in die Höhlenwände ritzten. Die Höhlen wurden nicht nur als Wohnräume genutzt, sondern auch als Kultstätten, mit Kapellen und Klöstern, die in den Feenkaminen selbst versteckt waren. Die Feenkamine sind nicht nur ein geologisches Wunder, sondern auch ein Zeugnis für die Kraft der Natur und die Unverwüstlichkeit des menschlichen Geistes. Die Region gehört heute zum UNESCO-Welterbe und zieht jedes Jahr Tausende von Touristen an, nicht nur wegen ihrer atemberaubenden Landschaften, sondern auch wegen ihrer großen kulturellen und historischen Bedeutung. Heißluftballonfahrten über Kappadokien bieten einen unvergesslichen Blick auf diese außergewöhnlichen Formationen und ermöglichen es den Besuchern, ihre Ausmaße und Schönheit von oben zu bewundern. Diese fesselnde Stätte inspiriert Geologen und Reisende gleichermaßen und ist ein Muss für alle, die Abenteuer und Geschichte in einem spektakulären Paket suchen. Die Verflechtung von natürlicher Schönheit und menschlicher Geschichte in Kappadokien bietet einen seltenen Einblick in die Art und Weise, wie Natur und Zivilisation nebeneinander bestanden und sich gegenseitig geformt haben. Heute ist der Tourismus in der Region zu einem wichtigen Bestandteil der lokalen Wirtschaft geworden. Aber es werden auch Anstrengungen unternommen, um das einzigartige kulturelle Erbe und die geologischen Formationen der Region für künftige Generationen zu erhalten. Besondere Entdeckung. In einer Entdeckung, die die Geschichte neu schreiben könnte, haben Wissenschaftler und Archäologen eine Reihe von kolossalen, antiken Strukturen ausgegraben und damit alles in Frage gestellt, was wir über die frühe menschliche Zivilisation zu wissen glaubten. Tief in einem unbekannten Gebirge versteckt, entziehen sich diese gewaltigen Formationen jeder Logik und Erklärung. Sie erheben sich wie riesige Pilze aus der Erde. Ihre schiere Größe und ihr kompliziertes Design lassen auf technische Fähigkeiten schließen, die weit über das hinausgehen, was man den alten Kulturen zugetraut hätte. Aber das größte Rätsel: diese Strukturen wurden möglicherweise gar nicht von Menschenhand erbaut. Die auf massiven,
dicken Stämmen balancierenden Spitzen dieser Formationen sind flach und mit kunstvollen Mustern unbekannten Ursprungs verziert. Aus der Ferne fügen sie sich nahtlos in die zerklüftete Landschaft ein. Doch aus der Nähe betrachtet, deuten ihre geometrische Präzision und unheimliche Symmetrie auf etwas weitaus Absichtlicheres hin, vielleicht das Werk einer hochentwickelten Zivilisation oder etwas noch Rätselhafteres. Ein Team von Wissenschaftlern aus aller Welt wurde hinzugezogen, nachdem eine Gruppe von Forschern bei einer Wanderung durch die Berge auf die Stätte gestoßen war. Was sie vorfanden, ließ sich nicht als bloße Erosion oder natürliche Felsformationen abtun. Diese hoch aufragenden Monolithen waren zu perfekt, zu durchdacht, um nur ein Produkt der Natur zu sein. Die beunruhigende Frage lautet, wer oder was hat sie gebaut? Das Material, aus dem diese Strukturen bestehen, ist mit nichts vergleichbar, was die moderne Wissenschaft kennt. Es ist unglaublich stark und doch seltsam leicht. Es hält sowohl dem Vergleich mit antikem Mauerwerk als auch mit modernen Baumaterialien stand. Einige spekulieren, dass die Erbauer über ein technisches Wissen verfügten, das sogar unsere modernen Fähigkeiten übertrifft. Lokale Legenden erzählen von geheimnisvollen Wesen, die einst in diesen Bergen lebten und über Technologien verfügten, die weit über das menschliche Verständnis hinausgingen. Einst als Folklore abgetan, werden diese Geschichten nun im Lichte der Entdeckung neu untersucht. Könnten diese Strukturen Überreste einer alten Superzivilisation sein oder vielleicht Beweise für außerirdischen Einfluss? Das Rätsel wird immer größer. Während die Forscher zunächst annahmen, die Strukturen seien aus Stein oder Metall gemeißelt, legen weitere Analysen eine beunruhigende Möglichkeit nahe, sie könnten lebendig sein. Das Material scheint sich im Laufe der Zeit zu verschieben und zu verändern, was einige zu der Annahme veranlasst, dass die Strukturen Teil eines riesigen, organischen Netzwerks sind. Könnte es sich um das vergessene biotechnologische Experiment einer untergegangenen Zivilisation handeln? Ein Relikt aus einer Ära, in der Architektur und Biologie zu einer Einheit verschmolzen? Mit jeder neuen Enthüllung wird das Rätsel größer. Stehen wir an der Schwelle eines uralten Geheimnisses, das seit Jahrtausenden begraben ist? Oder haben wir etwas viel Tiefgründigeres entdeckt, etwas, das nie gefunden werden sollte? Es gibt auch Hinweise darauf, dass diese Strukturen einst Teil eines riesigen, miteinander verbundenen Systems waren, das möglicherweise als eine Form der Kommunikation oder Energieübertragung diente. An den Wänden der Strukturen wurden Spuren von seltsamen Symbolen und Mustern entdeckt, die zu keinem bekannten Schriftsystem passen. Diese Markierungen scheinen einem Muster zu folgen, das auf eine komplexe Form von Sprache oder Code schließen lässt. Die Strukturen selbst sind mit einer Präzision angeordnet, die darauf hindeutet, dass sie einen anderen Zweck als nur Schutz oder Behausung hatten, vielleicht als Leuchtfeuer oder Energiequellen dienten. Die Entdeckung dieser mysteriösen Formationen hat in der wissenschaftlichen Gemeinschaft heftige Debatten ausgelöst. Während die einen glauben, dass es sich bei den Strukturen um die Überreste einer alten menschlichen Zivilisation handeln könnte, sind andere der Meinung, dass sie von etwas weitaus fortgeschrittenerem oder sogar Außerirdischem erbaut worden sein könnten. Es stellt sich nun die Frage, ob diese Strukturen für einen dauerhaften Verbleib gedacht waren oder ob sie eine bestimmte, vorübergehende Funktion hatten, die längst verloren gegangen ist. Während die Untersuchungen weitergehen, dokumentiert das Forscherteam den Ort sorgfältig, nimmt Proben und versucht, die seltsamen Symbole zu entschlüsseln. Da es noch keine endgültigen Antworten gibt, bleibt das Geheimnis dieser Strukturen ungelöst. Aber eines ist klar, sie sind anders als alles, was wir je zuvor gesehen haben, und zwingen uns, die Geschichte der menschlichen Zivilisation und ihren Platz im Universum zu überdenken. Könnten diese mysteriösen Strukturen die Überreste einer alten, verlorenen Zivilisation sein? Oder sind sie der Beweis für etwas noch Außergewöhnlicheres, das sich unserem Verständnis entzieht? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen. Antelope Canyon, ein heiliges Naturwunder? Der Antelope Canyon in der Nähe von Page, Arizona, ist ein Ort von großer kultureller und spiritueller Bedeutung für das Volk der Navajo. Die Navajo nennen ihn Cebe Canalini, was so viel bedeutet wie der Ort, an dem Wasser durch Felsen fließt. Dieser Name ist ebenso poetisch wie passend, wenn man bedenkt, wie das Wasser die atemberaubenden Kurven und engen Passagen des Canyons im Laufe der Jahrtausende geformt hat. Die meiste Zeit seiner Geschichte war der Canyon ein verborgenes Juwel, das nur der Navajo-Nation bekannt war.
Erst in den 1930er Jahren wurde die Außenwelt auf seine Schönheit aufmerksam gemacht. Die ersten Entdecker, die sich in den Antelope Canyon wagten, waren von seinem himmlischen Licht und den komplizierten Mustern, die das durch die engen Schlitze strömende Sonnenlicht erzeugte, beeindruckt. Ihre Fotos und Geschichten weckten das Interesse von Abenteurern und Fotografen und machten den Antelope Canyon zu einem begehrten Reiseziel. Trotz des wachsenden Interesses hielt sich der Antelope Canyon aufgrund seiner abgelegenen Lage bedeckt. Es war nicht einfach, dorthin zu gelangen, und erst 1983 beschloss die Familie Pearl Bridge, den Canyon der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und Führungen anzubieten, um anderen einen Einblick in seine unwirkliche Schönheit zu geben. Im Gegensatz zu den üblichen groß angelegten Touren waren diese Führungen intim und persönlich und ermöglichten es den Besuchern, eine echte Verbindung zur Landschaft herzustellen. Im Jahr 1997 erkannte der Navajo-Stamm die Notwendigkeit, dieses Naturwunder zu erhalten, und erklärte den Antelope Canyon offiziell zum Navajo-Stammespark. Damit wurde sichergestellt, dass der Canyon auch für künftige Generationen geschützt bleibt. Mit dieser Ernennung führte der Park offizielle Führungen ein, die es den Besuchern ermöglichten, die atemberaubenden Formationen zu erkunden und dabei die Umwelt und ihre kulturelle Bedeutung zu respektieren. Seitdem ist der Antelope Canyon zu einem der meistfotografierten Orte der Welt geworden. Und seine Schönheit, die eine Mischung aus Naturwunder und Kulturgeschichte darstellt, zieht auch weiterhin alle Besucher in ihren Bann. Mataikona Rocks, eine geologische Zeitkapsel. Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie es wäre, eine Zeitreise in die Vergangenheit zu machen? An der neuseeländischen Wairarapa-Küste finden Sie sich inmitten der Mataikona Rocks wieder, einem wahrhaft spektakulären Ort, der Sie auf eine Reise 20 Millionen Jahre in die Vergangenheit mitnimmt. Das sind keine gewöhnlichen Felsen. Die in der Nähe des malerischen Castle Point gelegenen Mataikona Rocks bestehen aus parallel verlaufenden Kämmen aus geneigtem Sandstein, die eine unglaubliche geologische Geschichte erzählen. Wie sind diese atemberaubenden Formationen entstanden? Nun, alles begann mit gewaltigen Unterwasserlawinen vor Millionen von Jahren. Sand und Schlamm aus den Tiefen der Ozeane setzten sich ab und bildeten das, was Geologen Turbidite nennen. Im Laufe der Zeit begannen sich die tektonischen Platten des Pazifiks und Australiens zu verschieben, wodurch sich die Gesteinsschichten neigten und hoben und schließlich die beeindruckenden Formationen formten, die wir heute sehen. Aber das ist noch nicht alles. Das einzigartige Zusammenspiel von Schlammstein und Sandstein verleiht den Felsen ein ausgeprägtes, geripptes Aussehen, das wirklich faszinierend ist. Jeder Bergrücken offenbart einen Teil der Naturgeschichte der Erde, mit Schichten über Schichten von in Stein gemeißelten Geschichten. Wenn Sie einen Besuch planen, sollten Sie ihn mit der Ebbe abstimmen, damit Sie die volle Pracht der Felsformationen und Gezeitentümpel erleben können. Eine perfekte Mischung aus natürlicher Schönheit und lehrreichem Wunder. Fahren Sie einfach zur Mataikona Road, eine kurze Autofahrt nördlich von Castle Point, und Sie werden sowohl mit geologischer Geschichte als auch mit atemberaubenden Aussichten belohnt. Devil's Tower, der Monolith mit einer Geschichte. Der Devil's Tower im zerklüfteten Nordosten Wyomings ist eine der berühmtesten geologischen Formationen der Vereinigten Staaten. Dieser hochaufragende Monolith, der sowohl von kultureller Bedeutung als auch von natürlicher Schönheit ist, zieht Besucher seit Jahrhunderten in seinen Bann. Die indianischen Stämme kennen die Formation seit langem als Bear Lodge oder Mato Tapila, was übersetzt so viel wie Bärenhütte bedeutet. Ein Name, der auf die spirituelle Verbindung hinweist, die sie mit diesem Ort haben. Die Welt wurde erstmals 1875 auf den Devil's Tower aufmerksam, als Colonel Richard Irving Dodge eine Expedition der US Geological Survey in das Gebiet leitete. Dodge erkundete zusammen mit dem Geologen Henry Newton und dem Topographen William H. Hutton die Black Hills nach General Custers Berichten über mögliche Goldvorkommen erkundet. Als Newton den Turm sah, war er beeindruckt und beschrieb ihn als einen beeindruckenden Obelisken aus Trachitgestein, der durch seine überragende Präsenz ein unbestreitbares Naturwunder darstellt. Ein Missverständnis führte jedoch dazu, dass die Formation von einem Dolmetscher als Bad God's Tower bezeichnet wurde, woraus später der heute berühmte Devil's Tower wurde. Trotz der Verwechslung blieb der Name erhalten, obwohl er nicht ganz die spirituelle Bedeutung widerspiegelt, die die Eingeborenen dem Ort beimessen.
Im Jahr 1906 unternahm Präsident Theodore Roosevelt den historischen Schritt, den Devil's Tower zum ersten U.S. Tower zu erklären. National Monument im Rahmen des Antiquities Act und erkannte damit seine kulturelle und geologische Bedeutung an. Durch diese Ausweisung wurde sichergestellt, dass der Turm auch in Zukunft ein geschützter Schatz bleiben würde. Heute ist der Devil's Tower sowohl ein geologisches Wunderwerk als auch eine heilige Stätte, die Besucher aus allen Gesellschaftsschichten anlockt. Ego, ob sie ein Kletterer oder ein Geschichtsfan sind. Der Devil's Tower bietet etwas Besonderes und beweist, dass ein missverstandener Name manchmal nicht das wahre Wesen eines Ortes überschatten muss. Das Yonaguni-Denkmal, das Unterwassergeheimnis. Vor der Küste der japanischen Insel Yonaguni machten sich Taucher auf den Weg in der Hoffnung, Hammerhaie zu erspähen. Doch 1986 entdeckte der Taucher Kiyoshiro Aratake etwas viel Erstaunlicheres. Unter der Meeresoberfläche entdeckte er große Steinstrukturen mit Stufen und Plattformen, die aus einer anderen Welt zu stammen schienen. Diese Unterwasserenthüllung weckte das Interesse der wissenschaftlichen Gemeinschaft, insbesondere nachdem Professor Masaaki Kimura von der Universität der Ryukyus einen Tauchgang zur weiteren Erforschung durchgeführt hatte. Kimura und sein Team vermaßen und fotografierten diese Formationen, wobei die größte Struktur eine beeindruckende Länge von 165 Fuß und eine Breite von 65 Fuß aufwies. Kimura stellte die Theorie auf, dass es sich um die Überreste einer antiken Stadt handeln könnte, die vom Meer verschluckt wurde, eine Idee, die in der wissenschaftlichen Welt für Diskussionen sorgte. Professor Robert Schuch von der Universität Boston vertrat dagegen die Ansicht, dass die Natur und nicht der Mensch diese Formationen geschaffen haben könnte. Er glaubt, dass tektonische Bewegungen und Wassererosion für die geformten Formen verantwortlich sind. Das Yonaguni-Monument liegt etwa 85 Fuß unter der Oberfläche und zeigt Schichten aus Sand und Schlammstein, die auf natürliche Weise in stufenförmige Formationen aufbrechen. Es ist umstritten, ob diese Formen vom Menschen oder von den Kräften der Natur geschaffen wurden. Unabhängig von der Antwort bleibt das Yonaguni-Monument eines der faszinierendsten Unterwassergeheimnisse, das Taucher und Wissenschaftler gleichermaßen anzieht, die versuchen, seine Geheimnisse zu lüften. Dieser fesselnde Anblick hat die Welt in Atem gehalten und ist ein Muss für jeden, der von den unbekannten Tiefen des Ozeans fasziniert ist. Die Welle, ein verstecktes Juwel in der Wüste. The Wave, eine atemberaubende Sandsteinformation an der Grenze zwischen Arizona und Utah, war bis zum Ende des 20. Jahrhunderts ein wenig bekanntes Geheimnis. Dieses geologische Meisterwerk, das für seine wellenartigen Muster und leuchtenden Farben bekannt ist, war Teil des Nordgebiets von Coyote Butte. Doch in den 1980er Jahren führte das Bureau of Land Management BLM Untersuchungen durch, die die geologische und ökologische Bedeutung des Gebiets aufzeigten und die Aufmerksamkeit von Geologen und Wanderern auf sich zogen. Die Popularität der Welle stieg in den 1990er Jahren sprunghaft an. Insbesondere nachdem sie in deutschen Reisebroschüren und im Film Faszination Natur von 1996 gezeigt wurde. Als das Interesse wuchs, führte das BLM zum Schutz der empfindlichen Umwelt ein Genehmigungssystem ein, das den Zugang auf 20 Personen pro Tag beschränkte. Die Glücklichen, die eine Genehmigung erhalten, können sich auf ein unvergessliches Abenteuer freuen. Was macht die Wave so einzigartig? Sie besteht aus großen, U-förmigen Trögen, die in den Navajo-Sandstein aus dem Jura gemeißelt wurden, von denen einer etwa 62 Fuß breit und 118 Fuß lang ist. Diese unglaublichen Formationen wurden ursprünglich von seltenen Abflüssen geformt, aber es ist der Wind, der im Laufe der Jahrtausende die glatten, fließenden Kurven geformt hat. Die Winde schufen auch die verschlungenen Grate, da sie die verschiedenen Sandsteinschichten kontinuierlich verschoben. In einigen der Schichten sind sogar Dinosaurierspuren und Fossilien von Tieren zu sehen, die sich einst in den Felsen eingegraben haben. The Wave ist ein atemberaubendes Zeugnis für die Kunstfertigkeit der Natur und damit ein Muss für Abenteurer und Naturliebhaber gleichermaßen. Meraki Boulders, Neuseelands geologische Wunder. Wenn Sie einmal am Kohikohi Beach an der neuseeländischen Otago-Küste entlang wandern, werden Sie in eine Welt eintauchen, in der Wissenschaft und Legende das Reich der Meraki Boulders bilden. Diese massiven, perfekt abgerundeten Steine
die wie die verlorenen Murmeln antiker Giganten über die Küste verstreut sind, wirken fast zu surreal, um natürlich zu sein. Doch ihre Geschichte ist ebenso geheimnisvoll wie die der Zeit selbst. Der Maori-Legende zufolge sind diese Felsbrocken die Überreste einer großen, schiefgegangenen Reise. Sie waren einst Aalkörbe, Kalebassen und Kumara Süßkartoffeln, die an Bord des legendären Kanus Arateru transportiert wurden. Als das Schiff an der Küste verunglückte, wurde seine Ladung an Land gespült und versteinert. Noch heute werden die Felsformationen, die sich am Shag Point ins Meer erstrecken, für die versteinerten Überreste des zerbrochenen Rumpfes des Kanus gehalten, während ein nahegelegener Felsvorsprung die Ruhestätte des Kapitäns markieren soll. Doch jenseits des Mythos erzählt die Wissenschaft eine ebenso faszinierende Geschichte. Diese Felsbrocken, die sogenannten Septarialkonkretionen, bildeten sich vor etwa 60 Millionen Jahren im Paläozän. Im Laufe der Jahrmillionen diffundierten Mineralien langsam durch den Schlamm des Meeresbodens und formten mit unheimlicher Präzision diese unwirklichen Kugeln. Die Küstenerosion förderte sie schließlich zutage und enthüllte der Welt ihre faszinierenden Formen. Einige von ihnen erreichen einen Durchmesser von bis zu 2 Metern und brauchten jeweils bis zu 5,5 Millionen Jahre, um sich vollständig zu entwickeln. Ein Prozess, der so langsam und bedächtig abläuft wie die Natur selbst. Die Moeraki Boulders wurden erstmals 1848 von dem britischen Naturforscher Walter Mantell dokumentiert und haben Besucher seit Jahrhunderten in ihren Bann gezogen. Heute sind sie sowohl Relikte aus längst vergangenen Zeiten als auch Gefäße uralter Überlieferungen, die Wissenschaft und Legende auf eine Weise miteinander verbinden, wie es nur wenige Orte auf der Erde können. Ganz gleich, ob man von ihrem mythischen Ursprung, ihrem geologischen Wunder oder einfach von ihrer schieren, unwirklichen Schönheit angezogen wird. Eines ist sicher, die alten Wächter der Küste hinterlassen einen Eindruck, der noch lange nach dem Verlassen der Insel nachwirkt. Welches ist der geheimnisvollste Ort, den Sie je besucht haben? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen. Und vergessen Sie nicht, uns zu mögen und für weitere interessante Reisen zu abonnieren. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns im nächsten Abenteuer wieder.